Don't wanna believe what I see on the live stream. Heute What they mache ich sell mal me ein on the Video TV. zu dem It's Thema haunting, Angst bzw. but keine you Angst. let down Das habe ich mir your gerade so beim guard. Fahrradfahren You can überlegt. feel Da the kam es mir in winter den Sinn. warming sun through the Und window zwar and the soft erzähle ich mal glow eben eine kleine of the Anekdote. turning Das ist jetzt etwa tree. bald 20 Jahre her. Ich habe ja eine Zeit lang allein mit meinen beiden Söhnen gewohnt. Und eines Tages, als ich gerade beim Essen kochen war und mein jüngster Sohn war aus der Schule zurück, kam er kurz in die Küche und sagte so: Papa, man muss durch die Angst hindurchgehen. Dann machte er wieder kehrt und ging in sein Zimmer. Und ich stand da so und dachte, ah, was hat das jetzt oder was meint er? Das soll es sein. Und dann habe ich aber auch sofort gedacht, oh wow, das ist eine Message, sozusagen etwas Höheres. Von etwas Höherem, eine Botschaft für das Leben. Durch die Angst hindurch gehen. Und das bedeutet, wenn man das jetzt mal so ins Leben trägt und auch so lebt, dass man nicht erstarrt vor Angst, dass es etwas gibt, einen Termin, eine Begegnung, eine Prüfung, irgendetwas, wovor man Angst hat, was sich aber selber vielleicht auch gar nicht so als Angst interpretiert oder darstellt, aber man fühlt, wenn man ehrlich ist, da ist so ein Unwohlsein und so, das kennt ja jeder. Dann kann es sein, dass man so viel Angst hat, dass man kaum noch wagt, sich zu bewegen oder irgendeine Entscheidung zu treffen, sondern angesichts der Problematik erstarrt man sozusagen wie ein Eiszapfen und wird handlungsunfähig. Und da kann man lernen, wenn man das jetzt mal so praktiziert und immer sich daran erinnert, durch die Angst hindurchgehen. Dann heißt es, hab keine Angst davor, erstarre nicht vor Angst, lass dich nicht überrumpeln von der Angst, lass dich nicht vollquatschen von der Angst, lass dich nicht manipulieren durch die Angst, sondern geh einfach da durch. Und das ist sehr oft so im Leben, dass man im Nachhinein merkt, ach, ich hätte gar keine Angst haben brauchen oder es ist gar nicht so schlimm geworden, wie ich befürchtet hatte. Und es ist Erleichterung da. Und da kann man sich gut vorstellen, wenn man dieses jetzt im Ohr hat, durch die Angst hindurchgehen, als würde man sozusagen einen schmalen Pfad gehen oder auf einen Bürgersteig gehen und plötzlich wäre da eine riesige Barriere, zum Beispiel eine riesige Seifenblase, so groß fast wie ein Haus, die liegt da mitten auf dem Gehweg. Und jetzt kann ich davor stehen bleiben und verzaubert sein durch die Schönheit der Seifenblase und denken, oh, wie schön, wie toll und so wunderbar, aber ich muss irgendwie auch weiterkommen dadurch und sagen wir, an den Seiten gibt es kein Vorbeikommen. Das kann ich machen, davor stehen bleiben. Oder ich kann vor Angst, weil ich so etwas noch nie gesehen habe, schnell davonlaufen und denken, oh, was ist das fürchterliches, was da ist. Oder aber ich habe dieses im Ohr und sage mir, vermutlich bist du nur eine Seifenblase. Und dann gehe ich durch diese Seifenblase hindurch und auf der anderen Seite wieder raus. Und die Seifenblase verpufft sozusagen, löst sich auf in nichts.
Und das ist eigentlich ein schönes Bild, das kann man immer hervorholen, wenn es gerade so weit ist, dass man wieder merkt, oh, man hat irgendwo vor Angst. Durch die Angst hindurchgehen, sich nicht klein machen vor der Angst, sondern sich behaupten, in den allermeisten Fällen. Manchmal ist es sinnvoll, dass man Angst hat. Zum Beispiel, wenn ich da eine heiße Herdplatte habe und ich soll darauf fassen mit meinen Fingern, dann kann ich Angst davor haben, vor dem Moment, wo meine Finger diese heiße Herdplatte berühren. Und dann macht es Sinn, dass ich Angst davor habe, weil sie mich vor dem Schmerz bewahrt, wenn ich der Angst dann folge. Also ist es auch immer ein Abwägen, macht es Sinn, jetzt Angst zu haben, oder ist es nur ein Bluff? Beschützt es mich? Ja, und das wollte ich sagen und ich formuliere es nochmal so ganz klar. Gehe durch die Angst hindurch, als wäre es eine Seifenblase, sozusagen eine riesige. Das wollte ich jetzt sagen und jetzt wünsche ich noch einen schönen Tag und ich sage ciao und ich nenne dieses Video Seifenblase. of every soul beneath their Okay, guard. und ciao. So if you let down your gun, then at least we have begun to recondition. If we listen to our Father's yearning.